War schön. Ja. Life Goal achieved. Oh yes. Ja, die waren wirklich schön. Da kommen wir gerne wieder zurück. Perfektes Wetter, perfekte Temperatur. Ja, was soll man sagen? Es lohnt sich hierher zu kommen. Mhm. Oh yes. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Dass Reisen seit der Pandemie ein bisschen komplizierter geworden ist, wissen wir ja alle. Aber der Formulardschungel, nicht mal Tarzan würde sich darin auskennen. Da muss man irgendwie für Italien ein Formular ausfüllen und dann kommt man im Hafen rein, zeigt sein Ticket, zeigt das Zertifikat und alles. Dann sagen die einem noch, ja, man braucht noch das European Passenger Locator Formular für Spanien. Ja, das gibt's dann auf der Webseite. Okay, geht man auf die Webseite und dann fängt's an. Riesenlange Formulare, die müssen dann zuerst per Mail bestätigt werden, dass überhaupt dir der Zugang zum Formular gewährt wird. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dann, wenn man das gesamte Formular ausgefüllt hat, kriegt man dann ein PDF mit einem QR-Code zugeschickt. Ja, wie lange haben wir auf den QR-Code gewartet? Eine Stunde, inklusive 10 Versuchen mit verschiedenen Mailadressen und zuerst warten, geht nicht, dann zweites Mal probieren und dann schwuppdiwupp habe ich beide Mails innerhalb von Sekunden gehabt. Das soll man noch einer verstehen. Und beim ersten Mal, als wir nach Spanien gegangen sind, hat die ganze Webseite nicht funktioniert. Und die wollten das auch nicht sehen, hier in Civitavecchia am Hafen. Deswegen haben wir es dann gelassen. Und ich dachte, die Schweizer bauen schlechte Webseiten. Egal, jetzt sind wir auf jeden Fall hier in der Schlange. Wir hatten ja das Ticket ursprünglich gebucht auf heute, den 16. Dezember, Viertel vor 12 war es, glaube ich. Da habe ich gestern eine Mail gekriegt, die Abfahrt der Fähre verzögert sich auf 1 Uhr. Ja, okay, eine Stunde länger, kein Problem. Ja. Dann habe ich heute noch mal eine Mail gekriegt, die Fähre verzögert sich auf 5:30 Uhr morgens. Ja. Schön, Abend. Und jetzt haben wir 8:45. Also wir haben jetzt irgendwie so 8 Stunden Zeit, die wir tot prügeln müssen. Etwas müssen wir euch noch sagen. Und zwar haben wir das Ticket für die Fähre ja gesponsert gekriegt. Oh yes. Aber da wir keine Namen erwähnen sollen, müssen wir das Video auch nicht als Werbung kennzeichnen. Aber so viel sei gesagt. Diejenige Person, die uns das Ticket gesponsert hat, hat sehr treue Hände, die sehr gut Bücher halten können. Danke dir. Du bist unser Held. Dankeschön. Es ist 10 Minuten vor 7. Wir sind jetzt auf dem Schiff und haben uns kurzerhand dazu entschlossen, eine Kabine zu buchen. Und dann noch eine mit Exterior View. Hat auch nur 100 Euro gekostet, finde ich ein bisschen viel, aber... Es sind nur 20 Euro mehr gewesen als mit einer Innenkabine. Ja, normalerweise treffen wir die Fähre immer so, dass wir irgendwie mittags oder frühmorgens oder nachmittags losfahren. Da kann man schön den Tag verbringen irgendwie an Deck und abends dann sich gemütlich in den Sitz rein klatschen und dann am nächsten Tag gemütlich von der Fähre. Jetzt haben wir sie aber so getroffen, dass wir so spät abgelegt haben. 6 Stunden später als geplant. Ja, und das bedeutet also, wenn wir jetzt da schlafen würden, bei dem Pullman sitzen, dann würde irgendwie in 3 Stunden dort schon der Fernseher angehen. Die Leute würden rumlaufen und ja, und wir müssten das dann irgendwie durchhalten bis abends um 12 anscheinend soll die Fähre ankommen. Ich frage mich, wie die das machen wollen. Und dann müssen wir immer noch von der Fähre runterfahren und dann noch irgendwo einen Stellplatz suchen. Dann haben wir gesagt, nee, komm, lass uns auspennen. Wir gönnen uns das, haben unseren Safe Space, unsere Ruhezone, haben ein eigenes Klo, eine eigene Dusche. Und 2 Steckdosen. Yeah. Boah. 7:30. Was? Knapp 24 Stunden wach. Ich glaube, jetzt ist Schlafenszeit.
Guten Morgen. Hallo. Erzähl noch mal die guten Neuigkeiten. Ich habe Kaffee gefunden. Nee, die anderen. Das mit dem Zimmer, meinst du? Es hat nur 70 € gekostet, nicht 100. Yay! Italien haben wir günstig getankt. Der Liter Benzin für etwa 1,66 oder so. Und hier kostet der Liter einfach wieder 1,31. Geil! Guten Morgen! Hallo! Na, wo sind wir? In Spanien! Wieder am selben Platz wie vor 38 Tagen schon, als wir entschieden haben, zurückzugehen. Das ist so eine Art Ritual von mir. Das habe ich so für mich selber entwickelt irgendwie, dass wenn ich schlechte Erfahrungen mache, dass ein Ort nicht mit diesen negativen Emotionen behaftet ist, für mich persönlich, dann gehe ich einfach nochmals dorthin und überdecke sie mit positiven Emotionen. Macht das Sinn? Jo. Funktioniert! Geben wir uns jetzt ein positives Frühstück. Ja. So ein typisch spanisches Frühstück. Ja. Gyoza. Die haben wir in Italien noch im Lidl gefunden. Wir sind endlich wieder am Meer. Das ist so schön hier. Und wir hatten gestern noch ein kleines Wiedersehen mit einem alten Freund von uns. Denn da steht jetzt der Jonas wieder neben uns. Let you go, but have you really gone? Time moves slow. What are we waiting on? I keep your blood on my shelf.
what you have always known. You've got your hold on me, and now I am here by myself. I can't run. It's you I feel wasted on. Now that you're gone and we've fallen out, I can't stop thinking you're all I go on about. These are the colors that come. These are the colors that come. Die letzten 2 Tage stehen wir hier auch in einem ganz schönen Spot zusammen mit Thomas und Eve von den Van Rebels, die wir jetzt unterwegs kennengelernt haben. Ganz cooles Pärchen mit ihrem super süßen, schlapprigen Hund, den Cooper. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. I've waited 1,000,000 years before, and I'd do it all again just